Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist schön, hier zu sein. Ich bin hier, um über die gute Zukunft zu sprechen. Heutzutage sagen viele Menschen um mich herum, dass es die gute Zukunft nicht gibt. Auch meine eigenen Kinder. Wenn ich über die gute Zukunft spreche, sagen sie, hast du nicht bemerkt, dass es Covid, die Klimakrise, den Krieg gibt? All die Probleme, die wir haben. Und im letzten Jahr habe ich mir vorgenommen, einen Film über die gute Zukunft zu machen. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, ist das hier die Insel Lanzarote und die Kanarischen Inseln. In dem Film geht es darum, wie wir eine gute Zukunft schaffen können, die besser ist als die, die wir heute haben. Ich möchte also erklären, wie das funktionieren würde und was das mit allem zu tun hat. E.O. Wilson, der berühmte Biologe, sagt, das eigentliche Problem der Menschheit sei folgendes. Wir haben altsteinzeitliche, steinzeitliche Gefühle, mittelalterliche Institutionen, eine Regierung und gottähnliche Technologie. Wir können mit Sicherheit sagen, dass wir unsere Emotionen ein wenig verbessert haben. Wir arbeiten an der Regierung, richtig? Aber gottähnliche Technologie. Die Technologie explodiert geradezu vor Innovation. Sehen Sie sich all die Dinge an, die um uns herum geschehen. Sie wissen schon, Informationstechnologie, Biotechnologie, synthetische Technologie, Energie, Klimatechnologie. In den nächsten 10 Jahren werden wir die Art und Weise, wie Energie funktioniert, völlig neu erfinden. Batterietechnik, Solartechnik, Kerntechnik, alles. In 10 Jahren werden wir in der Lage sein, genügend Energie ohne fossile Brennstoffe zu liefern, künstliche Intelligenz, Maschinen, die lernen und verstehen können. Und ich denke, was mit all diesen Dingen geschieht, könnte der Himmel oder die Hölle sein. Und das hat nichts mit der Technologie zu tun. Jede Technologie kann die Hölle sein. Man kann einen Hammer nehmen und ein Haus bauen oder man kann den Nachbarn umbringen. Man kann künstliche Intelligenz nehmen und den Klimawandel beheben oder man kann einen Supersoldaten erschaffen. Technologie ist moralisch neutral, bis wir sie einsetzen. Es liegt an uns, sie richtig zu nutzen. Das ist heute natürlich die größte Herausforderung, denn die Technologie ist so mächtig, so verlockend. Sie macht die Menschen so reich. Wussten Sie, dass Facebook jeden Tag 150 Millionen Dollar Gewinn macht? Wussten Sie auch, dass Facebook im Alleingang die größte negative Kraft auf die Demokratie in der Welt ist? Warum ist das so? Weil man schlechte Nachrichten 6 bis 8 Mal so oft sieht wie gute. Und das ist ein Algorithmus, der das bewirkt. Wir gehen also in eine Zukunft, in der all diese Dinge gleichzeitig passieren, 6 sehr große Veränderungen im Spiel. Und noch einmal, ich denke, das ist extrem hoffnungsvoll. Wir werden jedes praktische Problem lösen. Künstliche Intelligenz, Quantencomputer, Supercomputer, die Kernfusion wird erfunden, das Gegenteil der Kernspaltung. In etwa 15 Jahren haben wir unbegrenzte Energie. Ich sage immer scherzhaft, Spotify für Energie. Synthetische Biologie, die Möglichkeit, neue Materialien zu schaffen. Man sieht alle möglichen Dinge in der Gentechnik und natürlich Geoengineering, um die Erde wieder grün zu machen. Das könnte erstaunlich sein. Denken Sie an all die neuen Arbeitsplätze. Ich meine, wenn Sie sich Sorgen um Ihren Arbeitsplatz machen, Sehr viele. hier gibt es jede Menge Jobs. Allein durch den Klimawandel werden in den nächsten 20 Jahren 100 Millionen neue Arbeitsplätze prognostiziert. Aber in gewisser Weise könnte man sagen, wir werden wie Gott. Aber wir haben jetzt gottähnliche Kräfte. Mit meinem Mobiltelefon kann ich schon bald, wieder mit der Apple Vision, die Welt sehen wie in Minority Report. Ich kann die blaue Pille nehmen, die schwarze Pille. Ich kann weggehen und woanders leben. Kevin Kelly, der berühmte Futurist, sagte, wir sollten optimistisch sein. Nicht, weil unsere Probleme kleiner sind, als wir dachten, sondern weil unsere Fähigkeit, sie zu lösen, größer ist. Und das ist einfach so wahr. Hören wir auf die Dinge zu schauen, die wir nicht lösen können. Schauen wir uns lieber die Dinge an, die wir lösen. Es ist verblüffend, was dort passiert, wenn wir positiv denken. Die Zukunft liegt in unserer Denkweise. Und dieses Bild zeigt, dass Technologie ein Geschenk sein kann, ein Geschenk, eine Lösung, erstaunlich. Oder sie kann eine Bombe sein. Das Mobiltelefon hilft uns bei der Kommunikation. Aber heutzutage haben mehr Menschen mehr Beziehungen zu ihrem Bildschirm als zu Menschen. Wir müssen darüber nachdenken, was wir sind und was wir von der Welt wollen. Ich glaube also wirklich, dass die gute Zukunft davon abhängt. Und bei der guten Zukunft geht es nicht nur um einen tollen Job, mehr Geld zu verdienen, Fortschritt, Wachstum. Es geht um 4 Dinge: Menschen, Planet, Zweck und Wohlstand.
Wohlstand ist mir lieber als Profit. Und das zeichnet sich überall um uns herum ab. Es sind Menschen in ihrem Alter, also zwischen 25 und 45, die derzeit die Agenda für meine Generation ändern. Wissen Sie, was unsere Agenda war? Mehr Wachstum, mehr Gewinn, Erfolg, Arbeit. Die neue Agenda ist dies. Und Sie können sehen, dass dies überall geschieht. Und genau das ist die Herausforderung. Wir brauchen das, was man ein großes Telos nennt, Weisheit. Wir müssen nicht nur sagen, künstliche Intelligenz ist schlecht, soziale Medien sind schlecht, alles ist schlecht, ich werde mich einfach irgendwo in den Bergen verstecken. Nein, wir brauchen Weisheit, Gleichgewicht, Sinn. Das ist es, wonach wir suchen. Denken Sie daran, Technologie ist nicht das, was wir suchen, es geht darum, wie wir suchen. Wenn wir das Werkzeug mit dem Zweck verwechseln, sind wir in großen Schwierigkeiten. Es spielt keine Rolle, ob Sie auf dem Mars heilen und auf den Mars gehen können, wenn die Dinge hier nicht funktionieren. Aber für uns gilt, wenn Sie Kinder haben oder Kinder haben werden, müssen Sie darüber nachdenken. Was im Moment passiert ist, dass Menschen und Maschinen zusammenwachsen. KI, menschliche Intelligenz und KI, maschinelle Intelligenz. Schüler nutzen ChatGPT, um Fragen zu beantworten und Prüfungen auszufüllen. Wir sind in der Lage, mit Computern zu sprechen. In ein paar Jahren wird das die perfekte Kommunikation in jeder gängigen Sprache sein. Nicht in Schweizerdeutsch oder vielleicht in anderen Sprachen wie dieser, aber in so ziemlich jeder anderen. Wir werden ein Orakel in der Tasche haben und Sie werden kein Mobiltelefon haben. Man tippt einfach irgendwo hin und sagt, hey, ich brauche ein Date, besorg mir ein Date. Oder so ähnlich. Oder man hat einen Virtual Reality Helm, den die Leute nicht sehen können. Ich meine, das ist verblüffend, aber auch sehr beängstigend. Denn stellen Sie sich vor, wir würden süchtig werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Man könnte nicht mehr aus dem Bett kommen, ohne sein Gerät aufzusetzen. So ähnlich ist das jetzt auch mit dem Handy, oder? Aber auf das Mobiltelefon können wir immer noch verzichten. Bei der künstlichen Intelligenz geht es darum, Informationen und Daten in Wissen zu verwandeln. Denken Sie einen Moment darüber nach. Ist das nicht genau das, worum es in Ihrem Job geht? Wissen? Ich habe Neuigkeiten für Sie. Darum geht es nicht wirklich. Natürlich ist Wissen immer gut. Stuart Russell, Professor an der UC Berkeley, sagt, Intelligenz bedeutet, die Macht zu haben, die Welt nach den eigenen Interessen zu gestalten. Deshalb beherrscht der Mensch die Welt. Wir sind intelligenter als Affen, einige von uns. Und wenn wir eine künstliche Intelligenz mit einem IQ von 1 Milliarde haben, selbst wenn sie unser Bewusstsein nicht spürt, könnte das ein Problem für uns sein. Denn wenn wir uns das ansehen, dann fangen die Maschinen jetzt an zu verstehen. Und der Gründer von OpenAI, Sam Altman, der CEO, sagt, dass es bei der kommenden Veränderung um dies geht, um die menschliche Fähigkeit von Maschinen zu denken, zu schaffen, zu verstehen und zu denken. Denken Sie einen Moment darüber nach. Wollen Sie eine Maschine, die denkt, versteht, schafft und argumentiert? Ich will eine Maschine, die ihre Arbeit erledigt. Ein besseres Google Maps, eine bessere E-Mail-Anwendung, eine bessere Terminplanungsanwendung, einen besseren Fahrer, einen besseren was auch immer. Ich will nicht, dass eine Maschine generell intelligent ist. Das ist meine Aufgabe. Das ist die Aufgabe des Menschen. Es ist eine sehr große Frage, was wir wollen und wer dafür zuständig ist. Und wie werden wir sie nutzen? Hier ist ein kurzer Clip von Bill Gates im Gespräch mit Sokrates. Es handelt sich um eine lernende und denkende Maschine, die auf riesigen Datenmengen und komplexen Algorithmen aufbaut. Sie ahmt menschliche Denkprozesse nach, um maßgeschneiderte Lernerfahrungen zu ermöglichen. Ich spüre einen Schatten über diesem Wunderwerk, eine versteckte Gefahr, die darin lauert. Lieber Bill, da ich ein Befürworter der Selbstprüfung und der Suche nach Weisheit bin, sagen Sie mir, was könnten wir von dieser neuen Form der Intelligenz, die Sie geschaffen haben, gewinnen? Sie können sich das auf YouTube ansehen. Aber die KI hat das natürlich gemacht. Sie wurde von einer Maschine erschaffen. Und jetzt gibt es Menschen, die Maschinen bauen, die wie Menschen aussehen. Ein Samsung Neon, der Replika, der tote Menschen nachbildet, damit man mit ihnen reden kann, wenn sie tot sind. Und natürlich die ganze generative KI, die wir da draußen haben. Die Frage ist, das ist cool, das ist interessant, aber was wird es zum Beispiel für die Arbeit bringen? Der grüne Kasten steht für das Potenzial zur Automatisierung. Also Büroarbeit, Verkauf und damit verbundene Geschäfte, Finanzoperationen, viele von uns machen das, Architekten, Ingenieure und Juristen, 33% hohes Potenzial für Automatisierung und noch höheres Potenzial für Augmentation. Sie wissen schon, Dinge zu uns hinzufügen. Hier ist die Neuigkeit. Die Maschinen kommen nicht mehr zu den Fabrikarbeitern. Sie kommen immer noch zu ihnen. Sie kommen zu den Wissensarbeitern. Das sind wir.
Und das ist eine gute Nachricht. Denn wenn ich Teile meiner Routine automatisieren kann, kann ich andere Teile erledigen, die die Maschinen nicht erledigen können. Wenn ich mich selbst verstärken kann, kann ich leistungsfähiger sein. Aber natürlich sind viele Unternehmen versucht zu sagen, wenn Gerd 4-mal so schnell sein kann, entlasse ich die anderen 4 armen Leute, richtig? Ich werde sie los. Wir müssen also über viele Dinge nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, über Routine. Denn das ist es, was wirklich passiert. Die Maschinen kommen nicht wegen unserer Arbeit. Sie kommen nicht wegen uns. Sie kommen nicht, um unsere Körper als Energiequelle zu nutzen. Sie kommen wegen unserer Routine, wegen der Affenarbeit. Die einfache Arbeit, die Gebrauchsarbeit, die hirnlose Arbeit, die wir alle auf irgendeine Weise tun. Das kann weder gut noch schlecht sein. Aber sehen Sie sich dieses Schaubild an, das im Grunde genommen 4,5 Mal so viel Effizienz und Rechtsanwaltsgehilfen, Bürounterstützung und so weiter ausweist. Die Schlüsselfrage, die wir uns selbst und die Regierung stellen müssen, lautet, wenn dies geschieht, wer kümmert sich dann um die Vorteile? Wenn mehr Geld verdient wird, wer bekommt dann das Geld? Und die Antwort lautet, die Leute, die das System aufgebaut haben. Sie bekommen das Geld. Es sind nicht die Arbeitnehmer. Ich meine, im Grunde steigt die Produktivität, die Löhne sinken. Das müssen wir in Ordnung bringen. Das ist natürlich eine Frage der richtigen Politik. Das ist es also, was mit unserer Arbeit passiert. Die Bots werden kommen. Sie werden uns nicht die Arbeit wegnehmen. Sie werden uns unsere Routinen wegnehmen. Und unsere Aufgabe ist es, in dieser Pyramide aufzusteigen, der Arbeitspyramide wie Maslow. Der untere Teil dieser Pyramide geht es um Dinge, die Maschinen erledigen können. Ich nenne es Maschinenrasen. Daten, Informationen, einfache, dumme, binäre Maschinenlogik, wie Google Maps. Google Maps, das ist logisch. Es hat kein Gefühl für die Route, die man nimmt. Unsere Aufgabe ist tieferes Wissen, stillschweigendes Wissen, Verständnis, Weisheit. Darauf müssen wir uns konzentrieren, wenn wir in Zukunft Arbeit haben wollen. Das ist es, was Sie Ihren Kindern sagen müssen. Das ist es, was man ihnen in der Schule beibringen muss. Weisheit, Sinn, Bewusstsein, Kunst, Verständnis. Das ist es, was uns zu Menschen macht. In weniger als 10 Jahren werden die Maschinen mehr Logik haben als wir alle zusammen. Aber Logik allein ist nicht genug. Die Logik macht nur etwa 3% des wirklichen Lebens aus. Alles andere, was wir machen, ist unlogisch, ineffizient, unklar, unstrukturiert, nicht binär. Das ist also unser Gebiet, das nur für Menschen zugänglich ist. Das ist die Zukunft unserer Arbeit. Und das stimmt mich positiv. Denn in 10 Jahren brauchen wir vielleicht gar nicht mehr so viel zu arbeiten. Weil die Maschinen die meiste harte Arbeit erledigen. Wir müssen die richtige Politik dafür haben. Es gibt eine große Debatte darüber, aber wir können sehen, was jetzt passiert. Milliarden von Dollar fließen in die Erforschung sehr wenig künstlicher Geld fließt Intelligenz. in Das, was man Anpassung nennt. Hier unten, um das, was vor sich geht, mit menschlichen Dingen in Einklang zu bringen. Das muss sich ändern. Denn wir haben dieses Problem. Wenn es nur noch um Geld geht, wer hat dann die Kontrolle? Wer kümmert sich um unsere Rechte? Abgesehen vielleicht von der Europäischen Kommission? Wer kümmert sich um die Wahrheit? Maschinen kümmern sich nicht um die Wahrheit. Sie wissen nichts über die Wahrheit. Sie kennen unsere Gefühle, unsere Werte, unsere Emotionen, unseren Sinn nicht. Sie kennen nichts. Sie kennen nur Daten. Sie sehen in dein Gesicht und sagen, oh, du bist wütend. Sie haben keine Ahnung, was Wut ist, was ein Gesicht ist, was es bedeutet, zu existieren. Sie schauen nur auf Daten. Das ist etwas, mit dem wir sehr vorsichtig sein müssen. Die Schlüsselfrage ist, ob Technologie gut oder schlecht sein kann, wenn Technologie keine Ethik hat. Wer hat sie dann? Werden Sie bei Ihrer Arbeit die Ethik haben, aufzustehen und zu sagen, nein, wir sollten das nicht tun. Es ist nicht gut für die Menschen. Werden Sie sagen, dass wir dieses Produkt nicht auf den Markt bringen werden, weil es enorme Nebenwirkungen hat, wie zum Beispiel offene KI und ChatGPT? Werden Sie eine menschliche Agenda haben? Wir müssen in die Menschheit genauso viel investieren wie in die Technologie. Das heißt, unsere Länder, unsere Regierung, unsere Schulen, nicht nur MINT-Wissenschaft, sondern auch Hacki, Menschlichkeit, Ethik, Kreativität und natürlich unsere Unternehmen. Hören Sie auf, nur in KI zu investieren und denken Sie darüber nach, was wir hier tun. Ich zitiere diese Briefe nicht, weil ich gegen KI bin. Das bin ich nicht. Ich halte sie für ein fabelhaftes Werkzeug. Ich nutze es gerne. Aber um einen Rahmen zu schaffen, was ist ein guter Nutzen? Was ist nicht sinnvoll? Würde künstliche Intelligenz, Automatisierung, erweiterte Intelligenz? Das klingt alles gut. Aber autonome Intelligenz? Das ist, als würde man sagen, okay,
Ich baue eine Maschine mit einem IQ von 1 Milliarde, aber ich hoffe, sie tritt nicht aus Versehen auf mich. Es würde Sie nicht interessieren. Wenn Sie die Maschine bitten würden, den Klimawandel zu lösen, wissen Sie, was sie sagen würde? Eliminiere alle Menschen. Das ist die logischste Lösung. Ein bisschen lästig für uns, aber wer hat dann die Kontrolle über die Menschheit? Sind es die Unternehmen, die dieses Zeug herstellen, weil sie damit Millionen verdienen werden? Sind es die Aktienmärkte? Sind es unsere Regierungen? Eine Sache, die wir brauchen werden, ist die Internationale Agentur für Künstliche Intelligenz, die IAEA, wie die Nuklearagentur, um darüber nachzudenken, wie wir uns alle darauf einigen können, was wir hier tun werden. Und das ist bereits im Entstehen begriffen. Es taucht überall auf. Denn jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir von der ganzen Diskussion darüber, ob etwas möglich ist, zu der Antwort kommen, dass alles möglich wird. Aber warum und wer? Tim Cook, der CEO von Apple, sagte neulich, dass die Technologie großartige Dinge tun kann, aber sie will keine großartigen Dinge tun. Sie will gar nichts. Dem möchte ich hinzufügen, dass es an uns liegt, was wir wollen. Ich möchte, dass die Technologieunternehmen ein Versprechen abgeben. Ich nenne das einen technokratischen Eid, wie ein Arzt. Ich werde mit meiner Macht keine Dinge tun, die den Menschen schaden. Ich werde mich verpflichten, das Richtige für die Menschheit zu tun, ohne Rücksicht auf die Verlockung des Geldes. Momentan befindet sich die künstliche Intelligenz in einem Goldrausch, ein Rausch nach mehr Geld, mehr Macht, mehr Militär, ich bin sicher auch. Wir müssen unser Denken von diesem eingleisigen, profitablen Wachstum auf 4 Gleise umstellen. Wir müssen den Menschen wieder ins Blickfeld rücken. Wir sollten bei allen Technologien immer den Menschen mit einbeziehen, auch wenn es länger dauert, auch wenn es ineffizient ist. Das liegt in der Natur des Menschen. Und wir müssen ein Gleichgewicht zwischen Proaktivität und Vorsorge finden. Das ist, glaube ich, die Eintrittskarte in eine gute Zukunft, dieses Gleichgewicht zu finden, über unsere Intelligenz und die Intelligenz der Maschinen nachzudenken. Buckminster Fuller, der berühmte Futurist. Er sagte, wir sollen Architekten der Zukunft sein, nicht ihre Opfer. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir Architekten unserer eigenen Menschheit zu sein. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wir sehen uns in der Zukunft. Ich danke Ihnen.